Hier ist er, mein White Eyes Blue Dragon. Und was jetzt natürlich jeden interessiert, ist natürlich, wie viel schneller ist er denn? Ja, das ist schwer zu sagen, beziehungsweise, ja, man könnte es jetzt natürlich ausrechnen im Sinne von, man läuft eine Strecke von keine Ahnung wie weit und dann misst man quasi, wie schnell beide Pets quasi sind. Ein weiterer Vergleich wäre jetzt einfach, du fängst an zu laufen, unter den gleichen Bedingungen natürlich, und misst quasi die Sekunden, die es dauert, bis das Pet respawnt, was jetzt aber halt auch... Das Problem ist, warum ich das jetzt noch nicht gemacht habe und warum ich denke, dass wenn man das macht, dass das Ergebnis davon relativ nichtssagend ist halt, weil das halt wirklich minimale Werte sind. Also man sieht jetzt hier, das dauert legit keine 3 Sekunden oder so, dann verschwindet der X-Rabbit, naja, und dann wechsle ich halt auf den Dragon. Und klar, es dauert länger, bis er eingepackt wird. Also man sieht, er kommt doch ein gutes Stück besser hinterher. Aber dann sind es halt 4 bis 5 Sekunden. Aber was sagt einem das jetzt wirklich? Ja, also ist schwer zu sagen. Also wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen 20 bis 30% schneller ist er ungefähr. Es fühlt sich auf jeden Fall deutlich besser an. Also ich kann es euch nochmal demonstrieren. Wie gesagt, ich finde, das war eigentlich der beste Test, wo man wirklich den Unterschied gespürt hat. Wir stellen uns so hin, laufen einfach gerade los, W gedrückt halten und sehen, yo, dauert doch ein gutes Stück, bis der weißäugige blaue Drache verschwindet. Und beim Rabbit eben, wie gesagt, gleiches Szenario. Wir laufen vor und ich bin instant ein richtig fettes Stück vor ihm und der hat keine Chance. Also es ist wirklich so, als würde der Rabbit so 500 Kilo wiegen und der Dragon halt 50 Kilo. Na gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so fühlt es sich ungefähr an. Also der Dragon kommt schon deutlich besser hinterher. Ja, und jetzt stellt ihr mir natürlich die Frage aller Fragen, was habe ich gezahlt und war es das wert? Also danke auf jeden Fall nochmal an den Verkäufer, weil es auf jeden Fall, gut, ich habe nur 2 Angebote bekommen, wenn ich ganz ehrlich sein soll, aber es war auf jeden Fall ein deutlich besseres Angebot als das erste Angebot. Das war ungefähr doppelt so hoch, glaube ich, im Gesamtwert. Und ja, 160 Milliarden und 2 Aliens Jar 7 Tage waren das Ganze. Also ja, Richtung knapp 170 bis 200 Milliarden irgendwo in dem Dreh, je nachdem, wie man die Aliens Jar bewertet. Und ja, war auf jeden Fall ein guter Trade, wie gesagt. Ich denke halt momentan, also ich meine, ich habe jetzt wirklich wenig Ahnung vom Flive-PC-Market, weil ich ja kaum handel, sag ich mal, wenn ich spiele. Also ich mache ja eigentlich immer nur das Gleiche, ich farm die Events und so. Und ja, ich denke, es ist trotzdem ein guter Preis. Wie gesagt, das, mit den schnellen CS-Pads hat er doch einiges an Begeisterung gefunden. Mich wundert persönlich eigentlich nur die Tatsache, dass es nicht so einen Ansturm auf den Wilds Dungeon gibt, oder vielleicht gibt es den auch, also auf Tramnook, Translucent Tramnook, weil da gibt es ja ein schnelleres CS-Pad und anscheinend sogar 2 CS-Pads. Ich dachte immer, oder ich dachte, es wäre nur eins, aber anscheinend sind es sogar 2 CS-Pads, die man dort bekommen kann, die nochmal einen Ticken schneller sind als der Drache. Also wir haben jetzt quasi 3 verschiedene CS-Pad-Stufen, normal, Drache, Olozip so ungefähr. Und klar, der Drache ist natürlich wesentlich günstiger und unseltener jetzt durch dieses Event, zumindest momentan, als der Olozip. Aber eben weil der Olozip nochmal besser ist, dachte ich mir persönlich, gibt es da bestimmt Leute, die irgendwie probieren, jeden Tag mindestens ein paar Runs in diesem Dungeon zu machen, um sich den zu holen. Vielleicht ist das auch der Fall und der ist einfach wirklich so selten, dass da einfach trotzdem noch nichts auf den Markt kommt. Aber dadurch, dass er die Spielerzahl doch, sage ich jetzt mal unverschämterweise, wie ich bin, etwas begrenzt ist in dem Sinne und auch, naja, was dafür ausgegeben werden kann, wahrscheinlich auch irgendwo trotzdem ein Limit hat für viele Spieler, dass es dann halt doch mal vielleicht, sind es ja auch schon wieder 4 Monate, seitdem der Dungeon released wurde, ne, 3 Monate, aber naja, ist auch schon eine gute Zeit, dass dann vielleicht mal da, wie gesagt, ein bisschen was auf den Markt kommt, aber offensichtlich ist der entweder so selten, dass es einfach nicht passiert, oder die wenigen, die eben einen haben, handeln ihn nur hinter verschlossener Tür, gehen intern oder so, und der kommt gar nicht wirklich auf den Markt. Das kann natürlich auch sein, da weiß ich weniger als ihr natürlich. Aber ja, Problem ist jetzt für mich, warum ich den Drachen gerade bei meinem Ranger nicht draußen habe. Also einen richtigen Härtetest kann ich erst machen bei einem Tournament, also wenn ich wirklich auch wieder mit, also hier, also momentan, ja, schieße ich so ein bisschen vor mich her für die Daily Tournaments, momentan ist nichts, am Samstag ist tatsächlich wieder eins. Da könnte ich ihn dann zum ersten Mal tatsächlich ausprobieren. Das einzige Problem ist halt, und das habe ich ja schon mal angesprochen in dem allerersten Video, das ich über den Drachen gemacht habe, was halt so die Gedanken darüber sind, ist halt, der Drache ist jetzt einfach nur ein CS-Pad. Gut, ihn zu einem Buff-Pad zu machen, ist nicht besonders schwierig, aber das Problem sind die Perma-Beats und vor allem die Suckblood-Beats. Und das ist halt echt nervig, dass man die Suckblood-Beats nicht einfach entfernen kann, ohne sie zu löschen und in ein anderes Pad packen kann.
Immerhin kosten sie schon ziemlich viel Geld und so. Also es wäre echt cool, wenn das gehen würde. Aber, also sie könnten mal von mir aus auch sehengebunden sein dann. Also wenn du sie einmal aus dem Pad raustust, dann sind sie sehengebunden. Und immer wenn du sie wieder raustust, sind sie immer sehengebunden. Also du kannst sie dann nicht mehr verkaufen von mir aus. Okay, würde ich mit leben. Ja. Oder dass das Pad dann auch sehengebunden wird, solange die Beats drin sind. Und wenn du die Beats wieder raus ist das Pad nicht mehr gebunden. Oder irgendwie so. Also ich finde, da hätte man schon irgendwas machen können. Den Spielern ein bisschen entgegenkommen können. In der Art und Weise, wie das funktioniert mit den Permabeat-Pads. Oder mit den Permabeats. Aber gut, ich meine, das ist offensichtlich, warum sie es nicht getan haben, weil sie so weniger Geld verdienen würden. Also machen sie das natürlich nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt halt einfach keine Permabeats und werde halt die Entscheidung treffen müssen, ob ich mir welche hole für ihn. Aber dann ist halt die Sache, wurde mir auch schon gesagt, und das stimmt auch, das haben wir früher schon einige Leute gemacht, um da ein bisschen Kohle zu sparen, beziehungsweise auch um effektiv mehr Damage zu machen im Late Game, dass man sich gar keine Permabeats holt. Also maximaler Damage, habe ich sogar mal ein Video drüber gemacht vor Ewigkeiten. Wenn man den maximalen Damage im Flive machen will, darf man keine Permabeats verwenden. Beziehungsweise ich glaube, den Level 3 Berserker Speed könnte man, Berserker Beat könnte man verwenden, glaube ich. Aber, ja, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall gibt es da die Level 2 und Level 3 Beats, zum Beispiel mit 10% Crit Damage, 3%, was sind es 3%, was sind es 7%? Auf jeden Fall PvE Damage, Crit-Rate und da gibt es ja diese ganzen Werte. Und die sind ja viel besser als zum Beispiel 3% oder 1% Angriffskraft. Und auch Sackblatt ist zwar natürlich ein nicer Wert, aber kann man halt auch anders kriegen, beziehungsweise je nachdem, mit Aiden's Jar und so brauchst du es eigentlich theoretisch gar nicht. Also wer wirklich nur auf maximalen Damage gehen will, der sagt einfach scheiß drauf, ich food einfach Aiden's Jar oder so und dann brauche ich auch keinen Sackblatt-Beat. Also theoretisch war es schon immer eigentlich die Pointe so ein bisschen, wer den Easy Lifestyle will, der holt sich die Beats und wer aber tatsächlich den maximalen Damage machen will und den maximalen oder den höchsten Wert einfach nur sehen will, der darf tatsächlich gar keine Permabeats haben, weil die blockieren Pet-Slots oder Beat-Slots, die man eigentlich für andere Beats noch bräuchte, die mehr Damage geben. So ungefähr. Und eine Alternative ist halt natürlich die Waffe, weil das relativ teuer ist. Ultimate-Waffe machen, Diamonds reinzockeln, Sackblatt. Die andere Alternative ist halt der CS-Set. Der CS-Set ist halt dahingehend cool, dass er vor allem nicht sehengebunden ist. Jede Ultimate-Waffe in Flive ist ja sehengebunden, beziehungsweise zumindest die guten Ultimate-Waffen sind sehengebunden. Und entsprechend, ja, wäre es natürlich auch wieder ein bisschen ärgerlich, da irgendwie Kohle in was Sehengebundenes reinzustecken. Außerdem ist Ulti plus 6, Ulti plus 7 auch sau schwer. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig die Wahrscheinlichkeit, aber es dürfte ziemlich wenig sein. Und ja, also ich denke mal, es wird auf den CS-Set rauslaufen. Und da haben wir jetzt halt ein weiteres Problem, in Anführungszeichen zumindest, dass ich ja momentan, farmen wir aktuell dieses, ich habe vergessen, wie es heißt, ehrlich gesagt, das Event einfach, was wir gerade farmen. Ist es das Valentine's Event? Das ist nicht das Valentine's Event, ne, aber es gibt das Valentine's Costume. Millie Monka, genau. Aber es gibt das Valentine's Costume, deswegen habe ich gerade an Valentine gedacht. Also gerade gibt es das Valentine's Sweetie CS-Set. Und ja, vielleicht jetzt ist ja das Event auch schon fast wieder vorbei. Jetzt könnte man da auch noch auf die Ankündigung vom nächsten Event warten und gucken, was es da für ein CS-Set gibt, bevor man jetzt hier anfängt, irgendwas zu upgraden. Und dann 2 Tage später kommt der Announcement. Ach, und übrigens, jetzt gibt es ein neues CS-Set, das ist 10-mal besser als deins, by the way. Fetter Fail, so ungefähr. Deswegen will ich das jetzt auch nicht unbedingt überstürzen. Aber wie gesagt, wir werden den Drachen definitiv ausprobieren. Und das wird aber auch einen längeren Zeitraum benötigen, weil ich finde jetzt so über 10 Minuten kurz im Tower leveln. Ich weiß jetzt nicht, ob man da wirklich sagen könnte, okay, der ist jetzt definitiv so viel besser und das war definitiv worth it oder so. Aber ich werde ihn auf jeden Fall testen und euch dann nochmal ein ausführliches Review, Feedback oder so dazu geben. Aus meiner Perspektive halt. Momentan bin ich ein Casual Flive Gamer in Flive PC. Also ist das dann auch natürlich auch die Casual-Perspektive. Aber ja, was man hat, hat man. Wie gesagt, ausprobieren kann ich es jetzt und mir dann weitere Gedanken machen, wie ich es dann mit dem restlichen Equipment löse. Auf jeden Fall hat man mehrere Möglichkeiten, wie gesagt, Waffe und CS-Set. Und ich denke auf die Permabeat-Pads, ja, ich weiß nicht, warum ich mal Permabeat-Pads sage automatisch. Keine Ahnung, ist irgendwie im System drin. Auf die Permabeat kann man dann, denke ich, verzichten, weil auch einfach das Ding ist, ich habe auch nicht vor, mit dem Charakter hier wirklich ins absolute Mega-High-Level zu gehen. Also sprich, oder zumindest nicht so bald. Ich meine, vielleicht wird es irgendwann automatisch passieren, I don't know, aber das wird, wenn ich weiterhin keine Ampis benutze, noch Ewigkeiten dauern. Übrigens, seht ihr, ich meine XP, die Monster sind 4 Level über mir und ich kriege 0,02, ne? Jetzt sind wir endlich da angekommen, wo man nicht mehr die ganze Zeit Level-Up hat, obwohl man eigentlich kaum spielt, so ungefähr. Und bei andauerndes XP und XP-Event geht es natürlich trotzdem wieder ein bisschen schneller.
Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Deal ist completed. Die Quest, den Drachen zu erlangen, hat es ganz schön lange gedauert. Wie lange ist das Event schon wieder vorbei? 2 Monate oder so mit dem Drachen? Naja, nicht ganz wahrscheinlich, aber ja, so Pi mal Daumen. Alles sich ganz schön hingezogen. Aber hey, war irgendwie auch nice, muss ich sagen. Ich habe auch wieder, ganz ehrlich, ich habe auch wieder ein bisschen Freude am Auktionshaus gefunden. Ich wusste gar nicht, dass man sowas vermissen kann, aber ehrlich gesagt, jeden Tag so ins Auktionshaus gucken, was habe ich verkauft, neue Sachen reinstellen, die Kohle abholen und so. Irgendwie ist das schon nice. Also ich muss sagen, das vermisse ich tatsächlich ein bisschen. Generell das Auktionshaus war ich immer großer Fan von. Sehr schade, dass es das zum Beispiel in Flive Universe nicht gibt. Und ja, aber wie gesagt, dafür kann man ja immer noch Flive PC spielen. Und für solche Sachen ist es dann auch wirklich immer noch sehr, sehr cool. Für Sachen, die es dann in den neuen Spielen tatsächlich oder im neuen Spiel nicht gibt. Und ja, wie gesagt, jetzt so die letzten Tage von dem Event noch weg grinden und dann gibt es natürlich das nächste Box-Opening. Ich habe jetzt doch deutlich weniger Event-Boxen, die sind by the way alle selber gefarmt natürlich, als ich gedacht hätte. Wir können uns jetzt natürlich nochmal einige, oder naja, einige ist übertrieben, aber wir können uns natürlich nochmal welche eintauschen. Aber ja, mal schauen, wie viel dann tatsächlich bei rumkommt. Also ich hoffe halt auf ein komplettes Valentine Sweetie Costume Set, dass man da mehr CS-Teile noch zum Probieren, zum Kombinieren hat. Und dann, wie gesagt, wäre es natürlich ideal, wenn noch ein neues Event starten würde, dann demnächst mit ebenfalls CS-Sets oder so, dass man da, wie gesagt, ein bisschen hin und her gucken kann und sich das Bestmögliche zusammensetzen kann. Aber gut, wenn das neue CS-Set dann tatsächlich seriengebunden wäre, hätte ich auch wieder nicht so großes Interesse dran. Weil ich habe ja gesagt, klar, Waffe kann man nicht ändern, ist seriengebunden, Schmuck kann man nicht ändern, ist seriengebunden, aber auch ziemlich veraltet. Und ansonsten habe ich ja gesagt, will ich hier auf dem Charakter eigentlich nicht so viel seriengebundene Sachen haben. Einfach, falls man sich dann halt, naja, doch wieder für was anderes entscheidet oder so, falls man doch mal wieder was spielen will oder so, dass nicht alles hier auf diesem Charakter festgefahren ist und man da jetzt noch seine letzten Ressourcen, die man noch irgendwie hat in dem Spiel, auf einen Charakter reinballert, den man vielleicht langfristig doch gar nicht so viel spielen würde. Wobei das halt momentan, wie gesagt, so ein bisschen Gewäsch ist, weil ich spiele so oder so kaum. Von dem her spielt es eigentlich keine Rolle. Aber wie gesagt, ich werde nur vorsichtig sein, man weiß nie, was passiert und von dem her will man es jetzt auch nicht komplett übertreiben. Ja, auf jeden Fall, das war's. Danke euch auf jeden Fall alle fürs Zuschauen und danke, wie gesagt, auch nochmal an den Trade. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Flive Online, Flive PC Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung vorbei für den Twitch-Link, Livestream, wo wir immer über Flive reden. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.